You have a good childhood? Oh yeah, you know it, Lieutenant. Really nice growing up, running around in the fields. Father gave me a crossbow, and I spent my time helping the farmers shoot critters hurting their crops. They were good times, Lieutenant, but everybody's got to grow up and move on. There was a lot of hunters in Green Hope, too. Plus, I always dreamed of being a soldier. Mostly, though, because there was a girl back home who loved men in uniform, so... Off I went to the big city to join up. And, you know, since I was a sharpshooter, they signed me up and sent me here. Still not used to it. All the buildings, all the folks, all the concrete. But I'm happy, though. Okay. Ich war noch nicht ganz fertig, da war noch eine dritte Auswahlmöglichkeit. Wieso darf ich denn nicht? Das ist mies. Einfach nur mies. Alter. Feels like a Green Hope souvenir stand. Kid must be missing home. Jetzt sag ja auch nicht, die hat Scheiß am Stecken. Na klasse. Ich hoffe mal, sie wird es nie großartig sein. Auch wenn ich jetzt von meinen zwei Kameraden hier schon die Spinde geöffnet habe. Maybe I should take this opportunity to look into this spy. Or we can take a little rest. I can't open it without a code. Mann, oh Mann, oh Mann, wie soll ich den Code auskriegen? Die sitzt jetzt da. Hey, Lieutenant. So nice to take a break, right? Oh. Oh. Hm. Ich hätte beinahe gedacht, jetzt kann ich hier irgendwie großartig mal die Sau rauslassen, aber nee. Na, stell mir wieder mal alles. Ich war das nicht. Geht hoch. Klauen wir mal wieder eine Runde, wir alten Klauschweine. Oh. Oh. Sieht aus wie ein Waffenlager. Na, ist es auch, du Vogel. Ja, das weiß ich. Oh, ja, Entschuldigung, ja, ja, ich wollte nichts. Du. Nee, du, ich wollte nichts. Maybe I should take this opportunity to look into this spy. Or we can take a little rest. Das Problem ist... Das Problem ist jetzt, ich komme jetzt an den Spinden hier ran, weil ich ihren Code nicht weiß. How's the mutant pen organized? It's just like a work camp. Ah, okay, also es ist nur Informationen, die ich Creatures have ankriege. places to eat and sleep, and otherwise, they're put to work on projects in the area. Sometimes they're even brought out to do work elsewhere in the city. They're always returned at night. It's not a bad setup, but unfortunately, the city's expanded, and now there's houses built right up against the pen. With the idea of a revolt, it becomes a powder keg situation. Those creatures could do some real damage. We should have moved them further from the population when we had the chance. Maybe near the roof. Would have been fewer risks. Okay, also da kriege ich auch wirklich nur Informationen raus. Die wird mir jetzt nie wirklich sagen, hier, ich habe den Code 1234 oder sowas. Ohne Code keine Chance. Ja, okay, dann legen wir uns halt ins Bett. Gegenstände lagern, wollen wir nicht, wir wollen ins Bett. Komm, leg dich hin. Ach, komm, der kann ja nicht, der kann ja nicht. Und davon ganz schön viel. Dann recyceln wir mal wieder. Gewehr habe ich keine. Die Handschuhe bleiben erstmal. Ich will gerade eine bessere Pistole.
Schon was Besseres. So, okay. Aber wie komme ich jetzt ins Bett? Ruht dich aus oder, ja, ja. Ich glaube, das könnte jetzt hier ein bisschen länger dauern. Okay. Das bringt ja auch nicht. Ich will jetzt hier ins Bett. Ich will hier ins Bett. Ich will ins Bett. Ich will ins Bett. Dann nee. Ich kann jetzt hier nicht mehr raus. Ich kann erstmal nur noch im Kreis rennen. Ich wollte mich eigentlich jetzt ins Bett legen, aber es geht auch irgendwie nicht so richtig. Ich komme nie an den Code ran. Irgendwie finde ich das jetzt gerade ein bisschen blöd. Vor allem hier liegt ein Pad von ihr, den sie immer benutzt. Würde ich gerne rangehen, weil da ist hundertprozentig ein Code eingespeichert. Mit dem können wir auch nie reden, da können wir auch nie reingehen. Maybe I should take this opportunity to look into this spy. Or we can take a little rest. Ich will mich ausruhen, aber er kann sich ja nicht ins Bett legen. Ja, wie gesagt, mit ihr geht ja auch nie weiter zu reden. Ah. What intel do you have on ASC? They're the linchpins of abundance. They head up our security, spy on our enemies, and keep an eye on our opposition. They're our eyes, ears, and arms. Under Colonel Victor, they grew steadily in power, and now stand at the top of the heap, just below the Dowser. A piece of advice: keep asking questions about them, and you better start watching your back. There's not much they don't hear or see, Lieutenant. What do you know about Colonel Victor? He's a patriot who transformed ASC into the power they are today. That's not first-hand knowledge, just what I've seen and heard in passing. And it's all I know about him. Okay. Ja, brauche ich auch nie weiter nachfragen. Weil die wird mir jetzt nicht großartig irgendwie was ins Gesicht sagen, was irgendwas mit dem Code zu tun hat. Can't open it without a code. Ja, das weiß ich jetzt schon seit wie viele Minuten? Keine Ahnung. Ach Mann. Ich will ins Bett. Nee, da will ich doch nicht hin. Also soll ich mich hier ausruhen? Nee. Die Uhr ist hier drüben. Aber wieso kann ich mich nie ausruhen? Tür kann ich auch nicht zumachen. Ich bin hier irgendwie jetzt gerade ein bisschen gefangen. Irgendwie fehlt mir gerade ein bisschen Information. Oder habe ich hier irgendwie einen kleinen Bug entdeckt oder irgendwie sowas? At your command, Lieutenant. How do you like Dave? You guys get along? Oh, yeah, sure. I mean, he's not always the happiest guy in the world, but it's probably because he didn't have an easy life. He's always talking about how his life was nothing before 126 and joining the army, and that his family's all he's got. He's kind of bitter, but he's probably got a right to be. I always cheer him up, though, hoping he'll loosen up over time. Ja, das wäre jetzt nett von ihm, dass er ihn versucht ein bisschen aufzumuntern, auch wenn er jetzt sagt, auch wenn er sagt, nichts viel von dem hält, aber die passen schon zusammen. How old are you? The fuck does it matter to you? Older than you, though.
And the rest you can find in my file. Cool, moving on. I want to know about your childhood. You really want to know about my childhood? Sure, yeah, why not? My dad was never around. He was either on the front or doing drills. My mother, though, she was stationed here in Ophir. So we lived in a guard outpost in the slums where she worked. Never expected to make more of myself than become a soldier. I fought a lot as a kid. Had my share of girls. But home life was pretty strict, so I tried to toe the line. Mostly because when I fucked up, I never got off easy. So when'd you join? 5 years ago. Time fucking flies, don't it? It was in 126. My parents were beaming with pride. Pride that's faded when, after all this time, I'm still just a fucking private. Okay, kann ich noch weiter mit ihm reden? Nö, das war's. Ach, das mit dem Charisma, das war so eine Sache, ey. At your command, Lieutenant. Oh. Was? At your command, Lieutenant. Persönliche Frage stellen. Gehen. Okay. You already back, Lieutenant Zachariah? What do you know about the source? It's Ophir's center of power, and because of that, the center of abundance. Word is, before the barracks and chapel were built, it was the excavated site of an ancient colonist dome, one of the oldest on Mars, if the stories are true. I don't have a damn clue either way, because I'm a soldier, not a historian. Mhm. Ja, das bringt mir aber auch nie weiter. What's the word on Abundance's army, Captain? Even as a technomancer, you have to know the subject well. I take it you're asking if the war's changed things for us. We have the best army on Mars. The best men, the best weapons. But still, the image of our men among our people is dwindling due to the losses in Aurora. Even our generals have little say in the council anymore. I don't know how we're going to restore our prestige, but currently, we're not as important as we once were. Ich kann jetzt noch über Dave und Jeffrey ausfragen, aber ich weiß nicht so richtig. Das bringt mir hier jetzt ja nicht. Also das bringt mich jetzt alles gar nicht weiter. Hi. Lieutenant, how can I help you? What have you heard about my captain? If you're looking for me to dish dirt, Lieutenant, you're barking up the wrong tree. Nah. She may be a woman, but this army could use... The army's her church. Das ist immer das gleiche in grün. Es gibt einen Spion. Maybe I should take this opportunity to look into this spy. Or we can take a Ja, wo look kann at ich this. mich denn ausruhen? Jetzt sagt Jani im Bett. Ich will mich ins Bett legen, aber das geht nie. Ich will das Ding da lesen. Geht nie rein. Geht da auch nie rein. Hä, ohne Witz, es ist... Ich soll jetzt hier das Ding öffnen. Was? Hä? 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 Wie jetzt? Woher? Must be a tip of his parents. Was? His damn notes. Bastard's got my whole schedule in here. And the names of every single person we saw together. Must have been Dave keeping tabs on me the whole time. Never would have believed it. Guess if you could spot them, though, they wouldn't be so damn powerful. Lieutenant? I know you're a drinking man, so what do you say we go grab one together?
Looks like it's my lucky day. Sure, why the hell not? Lead the way. Okay, also jetzt, wo ich den Code jetzt herbekommen habe, keine Ahnung, 126, kann das wirklich sein? Alter Falter. Jetzt fühle ich mich gerade ein bisschen verarscht. Ey, nee, jetzt ohne Witz. Why don't you cut the bull and tell me why we're really here? Sure. You've been spying on me, Dave, and reporting everything back to Victor. I don't like rats. That's not all right with me. And what? You think I ever had a choice in the matter? Think I had the option to say no? I don't care. All I know is they got all the intel they wanted on me from one of my own soldiers, and I don't know why. What's your angle, Dave? You bitter you got a Mancer as your lieutenant? I thought we were past all that. What'd they promise you? Promotion? Better pay? Nothing but a promise they wouldn't hurt my parents. Is that a good enough reason? I don't like the ASC. Don't like what they're doing to Abundance. Don't like what they're doing to me. I don't like the deal they offered, and I don't like that I didn't have a choice but to accept it. I ain't got no one but my folks since my sister died. Not that I expect you to shed a tear for me, but if I gotta choose between them and you, sorry, brother. You're on the losing end of that. If it helps, though, I don't think you're the full prick you were before we had this little chat. In fact, I might even have liked you in another time and place. But you're in deep shit now. And it's shit I don't want to get pulled into with you. Das Problem ist, ich will ihn echt nicht erschießen, also ich muss ehrlich sagen, er tut mir einfach nur leid. Ich will ihn nicht erschießen. Darum sage ich mal ihm lieber, dass er gehen soll, also. I don't want your blood on my hands, David, but I can't let you keep doing what you're doing. So I'm just gonna tell you to get the hell out of Ophir and don't look back. I don't... Sure. Yeah, sure. Bye, Lieutenant. Oh Mann, ey. Der Junge tut mir echt leid. Alter, wer bist denn du denn? Haut drauf, zerstör mich oder was? Ethan Host. Oder Horst. Alter, der Typ, ey, der schleudert dich doch durch die Bude hier. Wenn du dem falsch kommst. Oh, wei, jetzt sind wir wieder hier unten. Och Mann, jetzt sind wir wieder hier unten. Ich weiß jetzt nicht, wo ich hinrennen soll. Gucken wir mal aufs Kärtchen. Okay.